Ja, herzlich willkommen beim Stand von Botis auf der IDS in Halle 4.2. Auf der letzten IDS haben wir mit Cerabon Plus unser erstes Produkt mit Hyaluronsäure hergestellt und wir haben dieses Jahr den Lückenschluss, die Weiterentwicklung in unserem Portfolio und stellen das erste allogene Material, also das Material menschlichen Ursprungs in Kombination mit Hyaluronsäure, Maxkraft mit Hyaluronsäure vor. Wir haben mit Maxkraft zwei unterschiedliche Körnungen. Die Anwendung ist denkbar einfach. Es kommt alles hier in diesem Schraubglas und nach Zugabe von Flüssigkeit nimmt das Material sehr schön entweder physiologische Lösung oder Blut auf, sodass die Konsistenz wunderbar zusammenhängend ist und dadurch sehr gut in den Defektbereich eingebracht werden kann. Zweite Konfiguration ist eine extra feine Konfiguration in der Partikelgröße kleiner, 0,25 mm, die im Vergleich zu den anderen partikulären Materialien die Anwendung über eine normale konventionelle Luerspritze erlaubt. Und erlaubt dadurch die Applikation auch in schwieriger zugänglichen Defektbereichen. Wir haben mit Novamax Shield eine weitere absolute Innovation im Bereich Magnesium, die wir dieses Jahr auf der IDS vorstellen. Novamax Shield orientiert sich weniger an den komplexen Behandlungsmöglichkeiten, sondern soll eine niedrigschwellige, einfach anzuwenden und vorhersehbare Möglichkeit für die Behandlung von Extraktionsalveolen bieten. Novamax Shield zeichnet sich dadurch aus, dass durch die besonderen mechanischen Eigenschaften die Spannung aus dem Weichgewebe komplett weggenommen werden kann. Wir können also eine fehlende Knochenlamelle durch Magnesium ersetzen, dadurch Raum schaffen, der durch partikuläres Material gefüllt werden kann und dadurch einen erheblichen Vorteil gegenüber allen konventionellen Socket Preservation Möglichkeiten bietet.